Das ist einfach nur ein Traum. Ja, weiß ich nicht. Leben am Limit. Wo wir schon dabei sind. Was waren eigentlich meine Lieblinge 2020? Könnt ihr sehen, ich habe was aus dem Bereich Mikrofone rausgesucht, Tripods rausgesucht und die beiden Kameras. 2 Sachen kommen gleich noch dazu, sind kind of in Betrieb gerade, aber da kommen wir gleich zu. Falls euch das interessiert, bleibt dran. Frühstücken wir erstmal das erste ab, um schnell voranzukommen. Meine 2 Kameras dieses Jahr, und ich glaube, das waren sie auch, diese beiden von diesem Jahr. Canon R6 und die Sony A7S III. Ich muss das in der Tat ablesen, weil ich einfach kein Sony-User war bisher und deshalb ist mir da einiges neu. Nur kurz, weil es zu dem Vergleich auch ein separates Video gibt. Beides wirkliche Lieblinge dieses Jahr, so viel, was sie mit sich gebracht haben, was sich verbessert hat. Als Canon-Nutzer, IBIS, alter Schwede, die hat IBIS. Damit hätten wir nicht gerechnet, also ich zumindest nicht gerechnet. IBIS, super Farben, leider ein bisschen andere Farben als die R, daher zum Kombinieren ein bisschen schwierig. Autofokus, alles was damit zu tun hat, Dual-Pixel-Autofokus, das funktioniert immer noch wie ein Traum. Sie fühlt sich ein bisschen cheap an. Sie hat jetzt 2 Kartenslots, Aufbewahrungskartenslot würde ich dazu sagen. Aber ansonsten der IBIS mit RF-Objektiven ist der beste auf dem Markt, wie ich finde, aus Laiensicht. Und eine gute Batteriezeit hat sie auf jeden Fall. Das Problem des Overheats, falls du nur HD filmst, perfekt. Und falls du Fotos neben deinen Videos machst, perfekt. Und falls sie auch gut sein sollen, wirklich eine Top-Kamera. Das hier, die Sony A7S III, das ist ein Biest. Also für mich war es natürlich neu im Sony-Kosmos. Aber was die Kamera kann, Low Light Capability, dieser kind of dual native ISO-Bereich bei 640 und 1280, unglaublich, was du damit für Aufnahmen machen kannst, das kannst du in meinen Augen mit keiner anderen Kamera, zumindest heißt das, mit keiner anderen Kamera, die ich je besessen habe. Das ist einfach nur ein Traum. Der IBIS auch wieder am Start mit dem Aktiv Steady Shot, sehr gut zu bedienen. Da ich vielleicht noch was zu der Kamera mache, will ich darüber weiter nicht reden, aber auf jeden Fall ein Liebling des Jahres 2020. Und dazu gab es die 16 bis 35, durchgehend F4 und OSS, das heißt Optical Steady Shot, glaube ich. Was heißt das denn? Optical Steady Shot. Das ist so eine geile Linse, also wirklich unfassbar. Mit dem aktiven Steady Shot, du machst ja einfach drauf, dadurch, dass du einfach weitwinklig bist, hast du das ruhige Bild wegen des weiten Winkels, das ist ruhige Bild wegen der OSS, das ist ruhige Bild auch noch wegen dem IBIS und wenn du mit 100 Frames, 120 Frames, 200 Frames per Second filmst, schaffst du es sowieso ganz steady zu filmen. Also viele Gründe, warum das einfach so ein Go-To-Ding ist. Sie ist komplett aus Metall, scheint mir sehr, sehr wertig und ist gar nicht so super schwer. Das die Kombo zum Filmen, also wenn du immer eine Kamera lebend an deiner Hand hast, dich wird das nicht stören, glaube ich. Also das ist einfach super. So, die lege ich auch auf den Boden. Ja, Leben am Limit. Kommen wir zu dem nächsten und zwar Tripods. Vielleicht ein bisschen öde, aber kommen wir zu den Tripods. Denn ich finde es wichtig, mich mitzuteilen und vielleicht hilft es dir irgendwie. Ich habe damit angefangen. Ich habe nicht damit angefangen, ich habe mit noch schlimmeren angefangen.
Aber damit. So, vom Gewicht her sollen, glaube ich, 4,5 Kilo auf dieses Pixie-Ding passen von Manfrotto. Und so sieht das Ganze aus. Auch gut durchdacht hier mit dem Kopf. Das funktioniert soweit. Das Problem ist nur, wenn ich hier meine Kamera drauf mache, das ist einfach, sieht man das? Das macht es halt auch immer. Und ja, also ich soll hier dann erweitern. Ja, weiß ich nicht. Also das ist für viele Sachen gut und auch eine gute Überleitung, nämlich zum Beispiel, um Licht drauf zu packen. Kamera geht auch, aber macht damit keine Timelapse. Also da oben, das ist auch beweglich und wenn du sie nicht bewegst oder jemand anders nicht, dann bewegt sie halt der Wind oder irgendwas. Das fand ich auf jeden Fall nicht so toll. Fürs Licht super. Dann habe ich den hier gefunden und ich habe hier halt diesen Kaiser-Adapter drauf. Yes, das ist sogar nicht der Kaiser-Adapter, sondern der günstige China-Adapter. Auf jeden Fall diese Art der Adaptoren, 6026 glaube ich heißen die, finde ich eine super Sache. Du kannst die Kamera so oder so drauf machen, ganz toll. Level sind mit drin, das heißt also hier 3 sogar, wow, den habe ich ja selber noch nicht gesehen. 3 Level sind da drin, du kannst vieles damit machen, aber darum geht es nicht. Es geht um diese Art Stativ. Das ist von Smart Rig, oder? Ich blende es mal ein. Da, wo es ist. Es ist da. Nein, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Das ist super massiv. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit dem Ding. Das Teil, also hier geht gar nichts. Du kannst es so einstellen und auch, wenn du den hier ein wenig drehst, dieses rote Drehrad, dann so. Und ich sag dir ehrlich, das hier funktioniert bestens. Egal, ob du ein dickes Tele drauf hast oder was auch immer, das funktioniert top. Was ich auch gemacht habe, ich hatte eine Zeit lang, kleiner Spoiler für gleich, diesen Kugelkopf von Joby drauf. Der funktioniert auch ganz prima da drauf. Ist ein bisschen größer, aber ist eine super Kombination. Wenn du die Kamera dabei haben willst, schau mal, das ist alles. So lang ist das. Und warum ich dir das sage, merkt dir diese Hand. Yes! Die Kamera ist ja noch gar nicht drauf. Das Ding ist groß, aber unfassbar verlässlich. Also mich nerven diese Beine immer noch, weil sie mich nerven, weil sie so schwergängig sind und das ist ihr Vorteil, sie sind schwergängig und deshalb bleiben sie für eine lange Zeit wirklich an dem Ort, an dem du sie tust. Und dieser Kugelkopf, der hat einen kleinen Nachteil und zwar, ich löse ihn mal, er löst sich. Der Kugelkopf hat einen kleinen Nachteil und zwar scheint dieses, ich denke mal, das Öl da drin, das Öl bleibt länger drin. Ich kann das jetzt nicht nachmachen. Der Kugelkopf hat den einzigen Nachteil, dass wenn er längere Zeit in einem Bereich verweilt, du ihn nur mit einem kleinen Ruck wieder rauskriegst. Aber so wie ich das hier jetzt empfinde, glaube ich auch nur mit einer Kamera drauf. Auf jeden Fall das vielfältigste Stativ, whatever Ding, was es gibt. Also kannst du, wenn du in der Wüste bist, hoffentlich mache ich diesen Kaktus nicht kaputt. Wenn du in der Wüste bist und der Kaktus ein wenig cool. Wichtige Zusammenfassung. Empfehlung für Licht vielleicht? Keine Empfehlung. Empfehlung, wenn es klein sein soll und super stabil. Klein und super stabil. Empfehlung. Wenn es auch mal größer sein kann und es vielfältig eingesetzt wird. Empfehlung. Gorillapod heißt das Ding, glaube ich, 4K oder 5K, da geht es um das Gewicht. Auf jeden Fall würde ich immer den etwas festeren nehmen, nicht den 3K, sondern den 5K, falls er so heißt. Das steht hier irgendwo. Licht machen wir am Ende, weil ich muss die beiden wegtun, um euch die einmal zu zeigen. Mikrofone dieses Jahr. Ich glaube, das Tascam ist schon etwas älter. Deshalb zeige ich euch das nur, um sie miteinander zu vergleichen, wie man sie benutzt. Und habe ich das hier? Ja.
und das Rode VideoMic Pro. Von all diesen Mikrofonen würde ich, wenn wir nicht nur die Möglichkeit als Mikrofon sehen, von den Mikrofonen würde ich das Rode Wireless Go System, das würde ich empfehlen, falls du ein paar Anwendungen dafür hast. Denn erstmal vorab, von den Mikrofonen ist das eingebaute Mikrofon das schlechteste. Ich arbeite noch an einem Vergleich, ich habe bisher nur einen für mich. Das ist, glaube ich, das schlechteste, je nachdem für welche Anwendung. Aber nach Tonqualität für so etwas, was wir jetzt gerade machen. Also wirklich nah am Mikro und gute Stimme und sowas. Glaube ich, war das Schlechteste. Aber was ihr mit diesem Gespann machen könnt, also das ist der Empfänger und dann gibt es noch den Sender, der ist oben auf der Kamera. Und wie ihr seht, ihr müsst nicht das interne Mikro benutzen. Ich habe hier zum Beispiel das Lavalier von Tascam, was bei dem Tascam DR10L dabei war, benutzt. Und was ist denn nun der Vorteil? Warum mache ich das nicht einfach so? Nehme da drauf auf. Das Ding hat seinen Vorteil, wenn die Reichweite wichtig sind, wenn die Leute viel unterwegs sind und ihr könnt es dann im Post dahin legen, wo ihr wollt. Das hier hat den Vorteil, dass es mit der Kamera verbunden ist, die Kameraspur direkt auf der Kamera liegt und ich nachträglich nicht synchronisieren muss. Finde ich einen mega Vorteil. Habe ich auch erst kennengelernt mit der Zeit. Das ist einfach ein Recorder. Also du kannst eine separate Tonspur, hast du dann mehr, super Sache. Aber für unterwegs, on the go, wie auch immer, super Sache. Man kann so viel damit machen. Du kannst zum Beispiel den Sender auch in den Kopfhörereingang machen und dann hier dran deine Monitors machen, sodass du einen kabellosen Monitor hast und dann einfach deinen Ton hörst. Das ist unheimlich geil. Also praktisch dafür. Die Batterie hält super lange, die Dinger sind so super klein und wenn du zum Beispiel kein Lavalier dabei hast, du hast nur diese beiden kleinen Chips dabei, es sind sogar noch so Windpuschel dabei. Super Produkt, ich kriege das glaube ich gerade gar nicht zusammen, für was ich das alles benutze. Auf jeden Fall das zum Anklippen, du kannst hier einfach anklippen und das nimmt deinen Ton auf. Für die Monitore, also für die Kopfhörer, kannst du wireless mit ganz wenig Delay monitoren. Und sehr klein und das war's. Das ist mein persönlicher Sieger dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr rauskam. Ich habe es dieses Jahr gekauft. Wenn es um Ton geht, dann ist das für mich das coolste Mikrofon. Es ist so super vielseitig. Es hat eine eingebaute Batterie, wie hier steht, 30 Stunden. Hält die. Das Tolle ist, er hat USB-C. Du kannst also direkt an ein MacBook oder ein anderes mit USB-C versehenes Notebook gehen und kannst zum Beispiel einfach es als Podcast-Mikrofon benutzen oder als Voice-Over-Mikrofon. Und du kannst es auch ganz normal per 3,5 mm Stecker überall anschließen. Super Sache. Hat ein Levelrad obendran. Es wird leider gerade hier so benutzt. Hat ein Level obendran. Vielleicht mache ich dir ein paar Szenen. Und hast alles im Griff. Also die Funktion von Hochpassfilter gibt es 2 und noch einen Passfilter. Du hast eine Clipping und auch sehr cool, was natürlich ein Riesenvorteil beim Tascam ist. Du kannst 2 Kanäle simultan mit unterschiedlicher Lautstärke aufnehmen. Das kannst du hier auch. Habe ich noch nicht gemacht. Soll gehen. Schöne Sache. Und das hier ist auf jeden Fall das besonderste Mikrofon dieses Jahr. Für mich zumindest, für dieses Jahr. Es ist das Deti D4 Duo, so heißt es. Und das liegt hier glücklicherweise. Und das hat den Vorteil, dass du dir aussuchen kannst, ob du eine Tonspur aufnimmst oder gar beide. 2 Tonspuren, eine Tonspur. Welche Tonspur? Und zwar die hier oder nur die hier. Das heißt also, wenn du deine Kamera so hältst, jemanden interviewst oder was, benutzt du nur diesen Ton. Und sollte es dir darum gehen, auch selber einen Dialog zum Beispiel zu führen oder du erzählst den Leuten nur, was sie gerade vor der Kamera sehen, dann brauchst du das nicht umzudrehen. Du kannst ganz einfach 2 Tonspuren schalten, und zwar die vordere und die hintere.
Und du kannst nachher sogar in Post, du kannst permanent 2 aufnehmen und nachher in Post dich einfach entscheiden, welche du gerade freigibst. Ich mache es noch nicht so detailliert. Zu Mikrofon könnte man ewig reden. Kommen wir zum letzten Thema, Licht. So. Zum Thema Licht. Die 3 Lichter. Ich zeige es euch mal bei Amazon, wie die heißen. Und ich glaube, dieses Jahr... es gibt noch eins. Das habe ich letztes Jahr gekauft. Die 3 würde ich euch gerne vorstellen und euch einen Tipp geben, welches ihr kauft. Kleiner Spoiler. Ja, das. Das hier ist auf jeden Fall mein Favorit. Das bekommt ihr, ich glaube, die sind alle unter 100 Euro. Ich glaube, das ist sogar unter 50 Euro. Hat aber auch nur weiß in verschiedenen Kelvin-Werten. Das ist auf jeden Fall mein Favorit. Ich blende es dir ein. Mein Favorit, weil ich mit der Bedienung am allerbesten klarkomme von allen. Es hat so ein kleines Display, es hat verschiedene Modi, also hier kannst du deine Farbe einstellen. Klickst du weiter, dann kannst du hier Emulator eines Monitors oder was, dass du so aufnimmst. Haben wir hier irgendwas? Weiß ich nicht. So. Ich bin wirklich blind, weil ich die Augen so aufgerissen habe. Auf jeden Fall, das empfehle ich. Die anderen sind auch gut. Wenn es Low Budget sein soll, das Ding hält relativ lange, kann nur weiß, also kann nur weiß in unterschiedlichen Bereichen. Voll cool, das habe ich lange nicht benutzt, aber die Batterie hält. Und du kannst es drehen in deinen Weißton, wie du es magst. That's it. Aber es ist günstig, meine ich. Und schön flächig. Das hier... Das kann die Farbe anscheinend nur mit diesen Folien ändern. Dann ist das auch nur schwarz-weiß. Schwarz-weiß. Dann ist das auch nur weiß. Ja, dann würde ich das nicht empfehlen. Also ich finde, das ist unnötig, dieser Hickhack. Aber es ist schön kompakt. Das ist optisch, oder? Eine Nachmache vom Aperture. Und das ist das Neueste, was dazugekommen ist. Einfach, weil es ein bisschen kompakter ist. Du kannst es immer noch irgendwo zwischenschieben. Ich glaube, es ist magnetisch. Das ist eher alles Alu. Ich glaube, es ist magnetisch und das funktioniert auch ganz super. Der einzige Vorteil zu dem hier ist, der Akku ist größer, obwohl es ein bisschen flacher ist. Und der Vorteil zu diesem hier ist für mich persönlich das Handling hier. Also das finde ich schon cool mit den Drehrädern. Das ist auch eine super Sache. Hier sind es halt Knöpfe. Und ein Display. Das funktioniert natürlich auch. Also das ist kein Problem. Aber Party. Aber das finde ich, also ich nehme es in die Hand, ab geht die Post. Zum Beispiel an, Farbe, drehen auf mein liebstes Grün. So. Die beiden würde ich empfehlen. Die anderen nur, falls ihr es günstig bekommt und falls es flächig und vielleicht braucht ihr mehrere für den Preis, dann wäre es das. Mein Favorit ist dieses hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das waren meine Lieblinge. Stopp! Ein Liebling habe ich vergessen. Diese Peak Design Tasche, dieser Slang, der Name kommt jetzt, der ist es wirklich wert. Weil das so eine coole Tasche ist, die du so organisieren kannst. Aktuell trage ich beide Kameras drin und ich bin so mega zufrieden mit dieser Tasche. Die habe ich auch bei Foto Dockhorn gekauft. Schöne Grüße an Thomas Dockhorn, wobei mir diese Kameratasche sein Vater empfohlen hat und ich habe sie sofort gekauft, nie bereut. Wasserdichte Zipper, unglaublich gute Tasche. Meine absolute Kaufempfehlung. Ist ein bisschen teurer, aber jeden Cent wert. Und sie kommt mit dieser Beleuchtung nach Hause. Nicht. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert gerne, was waren eure Lieblinge 2020? Das waren meine. Was haltet ihr davon? Und abonniert gerne, liked den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.